Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch ein Custom-Messer von Robert Hamburg Handmade vor. Auf Robert wurde ich durch Instagram aufmerksam. Ich verlinke euch alle Kontaktdaten in der Videobeschreibung. Derzeit bietet Robert 11 verschiedene Customs an. Das sind Küchenmesser oder Outdoor-Messer. Er arbeitet aber immer an neuen Designs. Das ist hier ein Outdoor-Messer namens H7. Das hat es mir besonders angetan. Es gab an meinem H7 allerdings noch ein paar kleinere Änderungen. Darauf komme ich dann im Laufe des Videos noch zu sprechen. Ja, mir hat hier die Linienführung sehr gut gefallen. Das ist ein sehr schlichtes Design, ohne unnötigen Schnickschnack. Dazu kommt noch eine handgemachte Lederscheide und mit dieser möchte ich auch direkt beginnen. Ich blende hier mal ein paar Bilder ein. Das ist eine Messerscheide aus 3 mm starkem Rindsleder. Die Farbkombination dunkelbraun mit roten Nähten hat mir am besten gefallen. Bei den Outdoor-Messern gibt es derzeit 3 verschiedene Lederscheiden-Varianten. Diese Form war mein Favorit. Kydex-Scheiden gibt es derzeit noch nicht, ist aber für die nahe Zukunft angedacht. Die Verarbeitung ist auf extrem hohem Niveau. Die Kanten sind alle abgerundet und versiegelt. Die Naht ist sehr sauber ausgeführt. Alles ist extrem stabil. Das ist hier richtige Qualität. Ich zeige euch mal ganz kurz, das Messer wird hier förmlich eingesogen. Das passt wie ein Maßanzug. Also hier ist kein Wackeln, nichts, das hält absolut sicher. Dennoch lässt sich das Messer hier leicht ziehen. Also ist wirklich gut gemacht. Die Gürtelschlaufe ist hier mit einem Druckknopf befestigt. Nimmt Gürtel bis etwa 55 mm Breite auf. Das geht dann auch nach Kundenwunsch. Also wenn hier jemand so einen Koppelgürtel hat, der noch ein bisschen breiter ist, ist für Robert auch kein Problem. Dann ist hier Roberts Logo eingeprägt, ganz dezent unter dem Druckknopf. Gefällt mir auch sehr gut. Das Gesamtgewicht liegt hier bei 70 Gramm, also auch voll im Rahmen. Ja, die Lederscheide ist insgesamt sehr hochwertig, wirklich richtig gute Qualität. Für mich gibt es da nichts auszusetzen. Kommen wir zum Griff. Die Griffschalen sind aus dem Holz der Wenge. Robert bietet sehr viele Holzsorten an. Auch G10 wird es bald als Griffmaterial geben. Mir hat Wenge aufgrund dieser schönen schwarzbraunen Maserung gut gefallen. Die kommt hier wirklich sehr schön raus. Ja, ansonsten sind diese Griffschalen extrem gleichmäßig gearbeitet. Das ist fast, als hätte man in der Mitte einen Strich gezogen und die Griffschalen gespiegelt. Also sehr, sehr akribische Arbeit. Wirklich gut gemacht. Eigentlich bin ich nicht der größte Freund von konturierten Griffen, aber wenn es passt, dann passt es einfach. Für die Klingengröße ist dieser Griff relativ kompakt. Also das sind hier gerade mal 11,5 cm. Aber von den Abmessungen ist das hier für meine Hand genau richtig. Ich komme ja auch noch mit Handschuhen rein. Ist eine richtig satte Handlage. Im Mittelstück sind das hier 10 cm Griffvolumen. Sehr ordentlicher Wert. Die Oberfläche des Wengeholzes ist nicht besonders griffig, aber ich kann innerhalb des Griffes nicht abrutschen. Hier ist ein ordentlicher Gart, der sich durch diese hohe Klinge ergibt. Und hinten haben wir ein stark ausgeformtes Griffende. Übrigens ideal zum Hacken. Also wenn hier noch ein kleines Lanyard drin ist, bietet das wirklich sehr guten Halt. Ja, einen kleinen Nachteil bei so stark konturierten Griffen gibt es schon. Und zwar liegt er darin, dass man bei den Griffvarianten immer ein bisschen nachdenken muss. Also ich kann das Messer zwar so greifen, aber so wird es dann schon schwierig. Da muss ich dann ein bisschen schummeln. Es ist nicht so intuitiv wie beispielsweise bei einem ganz geraden Griff, aber letztlich geht hiermit auch alles. Man gewöhnt sich wirklich schnell dran. Was hier auch gleich auffällt, sind die roten Liner. Die passen einerseits perfekt zur Naht der Lederscheide, andererseits ist das wirklich ein sehr, sehr gelungener Kontrast zu dem dunklen Holz. Die Griffschalen sind übrigens mit Epoxidharz auf dem Fulltank verklebt und zusätzlich mit schwarzen Carbonpins vernietet. Ja, das sieht auch sehr gut aus, ist wirklich mal was anderes. Alternativ gibt es auch Pins aus Messing, Neusilber und Aluminium. Am Griffende sind hier noch 2 Lanyardlöcher. Das sind durchgehende Carbonröhrchen mit einem Innendurchmesser von 5 mm. Ja, was soll man sagen? Griffformen sind immer eine sehr, sehr subjektive Sache. Letztlich ist der Griff sehr gut verarbeitet. Es stecken einige Überlegungen drin. Ich bin damit sehr zufrieden.
Ja, kommen wir zur Klinge. Bei der Klinge komme ich direkt zu den harten Fakten. Die Klingenlänge liegt hier mit 11,8 cm unter der ominösen 12 cm Marke. Wie erwähnt, handelt es sich hier um eine Fulltank-Konstruktion. Hinten sind das 6 mm Breite. Klingenbeginn sind es genau 5 mm. In der Klingenmitte sind es noch 4,6 und kurz hinter der Spitze liegen wir hier noch bei 1 mm Klingenbreite. Dann ist hier eine sehr sinnvoll gemachte Daumenauflage. Da will der Daumen hin. Das ist ergonomisch gut gelöst. Es geht hier auch sehr gut ohne ein Chimping. Ja, man liegt direkt über dem Schnittgut mit der Kraftübertragung. Das ist ja einfach gut gemacht. Hier ist der höchste Punkt der Klinge direkt hinter der Daumenauflage. Das sind hier 42,5 mm. Dann ist das hier ein komplett hochgezogener Flachschliff und hinter der Schneidphase habe ich hier durchgehend, also ich habe an 3 Punkten gemessen, durchgehend 0,5 mm. Also das ist ein sehr, sehr ordentlicher Wert. Ja, ich würde sagen, jetzt geht es ein bisschen raus mit dem Messer. Zu Beginn ein wenig batonieren. Das ist hier gut abgelagertes Fichtenholz, funktioniert sehr gut. Die ursprüngliche Klingenlänge des H7 Outdoor-Messers lag übrigens bei etwas ungünstigen 12,4 cm. Ja, für den allseits bekannten Paragraphen 42a leider etwas zu lang. Ich möchte mein Messer nicht jedes Mal in einem verschlossenen Behältnis von A nach B transportieren. Mein Modell liegt, wie bereits erwähnt, bei 11,8 cm. Robert hat diese Vorgabe jetzt für alle künftigen H7 Modelle übernommen. Die Verkürzung um 5 bis 6 mm tut keinem weh und für einige Benutzer dürfte das dann durchaus auch ein Kaufargument sein. Hier sieht man das Messer beim Hacken. Auch hier ist die Performance gut. Der Fehler liegt hier eher bei mir. Also ja, ich hacke hier mehr oder minder freihändig in der Luft. Das dauert dann halt ein bisschen länger, aber Ende gut, alles gut. Dann Löckchen. Ja, immer noch nicht perfekt, aber es wird langsam etwas besser. Also ja, das ist jetzt nicht meine Königsdisziplin, aber ich arbeite dran. Als nächstes Batonieren gegen die Faser. Das funktioniert auch sehr gut. Wir haben hier den O1 Carbonstahl. Das ist ein hochwertiger Werkzeugstahl, der sehr gut die Kante hält. Von Robert wurde er auf 62 HRC ausgehärtet. Das ist ein sehr, sehr ordentlicher Wert. Jetzt noch die üblichen Gemüseszenen, die fast schon obligatorische Tomate. Ja, das ist ein nahezu ideales Messer für die Essenszubereitung. Der Carbonstahl ist für mich in der Küche kein Hindernis, ganz im Gegenteil. Jetzt noch eine Zwiebel. Das Messer schnitt sich insgesamt sehr gut in der Küche und auch außen, wie man gesehen hat. Was gibt es noch zur Klinge zu sagen? Feuerstahl anreißen ist hier möglich. Hier ist eine 90-Grad-Kante, die wurde ganz wenig nur entgratet. Also die ist immer noch scharf genug, hört man hier auch. Klingenform liegt irgendwo zwischen der Normalform und einer ganz dezenten Droppoint-Klinge. Also eher Droppoint, wenn diese Kante hier oben nicht wäre, dann wäre es Normalform. Ja, ansonsten das Klingenfinish ist sehr gelungen. Robert hat die Klinge mehrfach geätzt und sie noch mit einem Stonewashed Finish versehen. Er hat es irgendwie geschafft, hier eine lineare Struktur drauf zu zaubern. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man das macht, aber ich finde, das sieht einfach nur genial aus. Auf meinen Wunsch wurde hier noch eine ganz kleine Schleifkerbe angebracht. Die ist jetzt bei den neuen H7 Modellen ebenfalls Standard. Ja, kurz noch zum Gewicht des Messers. Das liegt hier bei 251 Gramm, also ist schon ordentlich. Mit der Lederscheide liegt das Gesamtgewicht dann bei 321 Gramm. Ja, jetzt kommen noch ein paar letzte Worte. Ich möchte es jetzt nicht mal unbedingt Fazit nennen. Zum Abschluss möchte ich noch ein wenig auf den Lieferumfang eingehen. Neben dem Messer und der Lederscheide gibt es hier ein Zertifikat. Das ist sozusagen der Messerpass. Dort stehen alle Spezifikationen drin. Zudem ein paar Pflegetipps für Stahl und Holz. Dann hier für die Lederscheide ein bisschen Ersatzgarn. Ein kleiner Streifen 800er Schleifpapier, falls sich bei dem Holz ein bisschen Fasern aufstellen sollten. Ein kleines Stück Stahlwolle, falls auf der Klinge ein bisschen Rost entstehen sollte. Dann hier habe ich schon montiert das mitgelieferte Lanyard und am Lanyard hat Robert, das blende ich euch hier am besten mal ein, weil das fängt meine Kamera nicht ein, ja, noch einen kleinen Bead dran gehängt.
ebenfalls aus dem Holz der Wenge mit roten Linern. Ja, das Lanyard läuft durch ein Carbonröhrchen, wirklich sehr aufwendig gemacht. Als kleines Präsent hat er hier noch ein Armband aus Leder oben drauf gelegt. Da hat er mich im Vorfeld extra nach dem Handgelenksumfang gefragt. Auch wirklich eine schöne Idee. Also man bekommt hier ein richtig schönes Paket geschnürt. Ich kann mich bei Robert nur bedanken. Das ist wirklich ein extrem gelungenes Messer und tolle kleine Zusatzpräsente. Nochmal ganz kurz zum Messer. Die Verarbeitung ist extrem sauber. Das ist eine sehr hohe Fertigungsqualität. Ja, also falls jemand Interesse an einem Custom-Messer haben sollte, dann verweise ich hier nochmal explizit auf die Videobeschreibung. Jetzt folgen noch ein paar Bilder vom Robert. Die hat er mir für dieses Video zur Verfügung gestellt. Das war's dann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.